Herzlich willkommen! In unserem Video Arbeiten mit Aufgabenvorlagen in Stackfield haben wir dir gezeigt, wie du Aufgabenvorlagen richtig einsetzt. Heute widmen wir uns den Raumvorlagen, einem verwandten Thema. Mit Raumvorlagen kannst du in Stackfield vordefinierte Strukturen nutzen, um neue Räume mit wenigen Klicks zu erstellen, inklusive Aufgaben, Dateien und Mitgliedern. Eine Raumvorlage erstellst du über die Schaltfläche Neu hinzufügen in der linken Seitenleiste. Klicke hier auf Neue Raumvorlage. Vergib einen Namen und entscheide, ob du die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktivieren möchtest. Danach kannst du die Vorlage individuell anpassen. Raumvorlagen speichern grundlegende Strukturen. Du kannst über die Raumeinstellungen Module aktivieren und in den Modulen Aufgaben, Dateien und Mitglieder hinzufügen. Alle Inhalte werden automatisch übernommen, wenn ein neuer Raum aus der Vorlage erstellt wird. Um eine Vorlage zu nutzen, erstelle einen neuen Raum und wähle aus Vorlage erstellen. Wähle die passende Vorlage aus und passe die Einstellungen an. So sparst du Zeit und behältst eine einheitliche Struktur in deinen Projekten. In Stackfield findest du bereits eine Auswahl an Standardvorlagen, sortiert nach Themenbereichen, die dir bei der Arbeit helfen können. Du kannst Raumvorlagen jederzeit anpassen. Öffne die Übersicht, klicke auf das Stiftsymbol und bearbeite Inhalte. Falls eine Vorlage nicht mehr benötigt wird, kannst du sie auch unwiderruflich löschen. Mit Raumvorlagen kannst du wiederkehrende Prozesse beschleunigen und standardisieren. Erstelle deine eigenen Vorlagen oder nutze bestehende für eine effiziente Zusammenarbeit. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß mit Stackfield!